Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute losen wir zuallererst den Gewinner aus und dann kommen wir noch im Anschluss hier zu dem neuen Update, was rausgekommen ist. Heute? Nee, gestern. Also heute für mich, gestern für euch, ja. Und da sind auch ein paar kleine neue Änderungen auf jeden Fall am Start, aber zuerst schauen wir mal zum Giveaway. Ja, dazu habe ich mir wie immer hier mein vertrautes Programm ausgesucht, wo man einfach nur die URL von dem Video eingibt und dann alle Auserwählten quasi, die daran teilnehmen, auslost. Und dazu drücken wir einmal auf den Knopf. Er nimmt jetzt hier alle Teilnehmer raus, die hier teilgenommen haben. Vielen lieben Dank für das ganze positive Feedback. Und insgesamt sind es 748 Leute, die für die Auslosung dran teilhaben können. Ich habe hier noch ausgewählt, dass hier doppelte User rausgefiltert werden. Also da braucht ihr auch keine Angst haben, dass da irgendwie jemand Vorteile hat oder so. Auf jeden Fall wünsche ich jedem von euch viel Glück und an alle anderen Leute, die jetzt schon, es kann halt nur einer gewinnen, ist halt so und ist halt, ganz normal. Auf jeden Fall starten wir jetzt. Wir suchen den Gewinner heraus. Ein paar werden angezeigt und am Ende des Tages ist es der Stanislav Isaev, ja, 9000, da sind die 10.000 auch nicht mehr weit. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Fast-Meilenstein. Ja, und an dich auch herzlichen Glückwunsch, Stanislav, ja, und du schreibst mich jetzt bitte privat an, und zwar entweder auf Discord, auf Instagram oder auf Twitter. Alle, 3 Links findest du in der Videobeschreibung und dort schreibst du mir bitte privat, dass du gewonnen hast, und es braucht auch kein Faker irgendwie kommen, weil wir werden danach noch eine kleine Verifizierung machen, ja, und deswegen braucht ihr da gar nicht großartig jetzt hier raussuchen, oder euch unter dem Namen aussuchen. Da werde ich mit ihm nochmal das Ganze durchgehen und gucken, ob er das wirklich ist, und deswegen wird hier auch ausgeschlossen, dass hier irgendein Fake-Profil auf jeden Fall gewinnt. Darauf werde ich schon achten. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, tut mir leid an alle anderen Leute. Aber so ist das nun mal, ja, kann halt eben nur einer gewinnen. Und auch noch vielen lieben Dank für die ganzen lieben Kommentare, die ihr mir da unter das Video geschrieben habt. Das war wirklich erstmal sehr viele Kommentare, ja. Und dann auch noch halt wirklich sehr viele liebe Kommentare, eigentlich ausschließlich nur liebe Kommentare. Und da möchte ich euch auf jeden Fall für danken, dass ihr mir da so viel schöne Kommentare verfasst habt, mir entgegengebracht habt. Und Dankeschön auf jeden Fall. Und so, jetzt werden wir zum Spiel kommen. Wir haben hier 10 neue Achievements, die wir freischalten können. Das Postfach wurde überändert und dann gucken wir einfach mal so von vorne bis hinten durch, was alles hier so neu ist. Ne? Zuerst lebende Legende, 10 legendäre Gegenstände im Album haben wir. Und das war es auch schon. Ich dachte, mir werden jetzt hier alle Achievements irgendwie von vorne bis hinten durchgereicht. Allerdings scheint dies noch nicht so der Fall zu sein. Wir haben hier jetzt allerdings schon die erste Änderung, die sehen wir jetzt schon. Und zwar können wir hier die Flaggen auswählen. Ja, das ist ziemlich, sag ich mal, sinnlos auf dem deutschen Server. Mehr oder weniger. Weil eigentlich alle deutsch sind und ja, deswegen von daher ist das jetzt eher weniger relevant. Ansonsten haben wir hier noch das neue Postsystem. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen überarbeitet worden. So sieht das Ganze aus, ist ein bisschen übersichtlicher jetzt, finde ich auf jeden Fall. Hier an der Seite hat man jetzt mehr Text, wozu man, weil sonst hat man ja immer so runtergescrollt so und ja, das war immer nicht so ansehnlich auf jeden Fall. Dann war die Hälfte mal abgeschnitten. Hier kann man jetzt Postfach entleeren, ja, konnte man vorher auch schon, oder halt normal löschen. Ja, dann haben wir hier einmal die Kämpfe, die sehen jetzt so aus, finde ich auch ziemlich übersichtlich. Man kann hier sich wohl so einen Kampf speichern. Ich speichere mir jetzt einfach mal. Okay, dann bleibt der, glaube ich, bestehen. Okay, und man kann ihn wieder lösen. Kampf zeigen. Können wir hier machen. Und mal gucken, wie das nachher wird mit den, falls man auf einen neuen Server startet, mit dem Abfahren, mit der Teilschutztaktik, wenn man sich die Kämpfe hin und her schiebt, ob das mit dem alten Postfach vielleicht nicht einfacher ging als mit dem jetzt hier, das weiß ich nicht. Dann haben wir hier die Freundesliste jetzt hier am Start. Ja, so sieht das Ganze aus. Alles ein bisschen optisch überarbeitet. Hier sehen wir auch nochmal 10 brandneue Achievements, überarbeitete Post, Flagge unabhängig von der Sprache, wählbar, weitere Neuerungen, Änderungen, Bugfixes. Okay,
Wir können ja mal in die Einstellungen schauen, bevor wir noch zu den Achievements kommen. Hier können wir Flagge anzeigen, hier können wir uns die auswählen. Ja, da können wir einfach jede Flagge nehmen, die wir wollen. Ansonsten, ja, ist hier eigentlich jetzt nicht allzu viel. Wir gucken mal in die Achievements rein. Wir haben hier 87 von 90 insgesamt, also ein paar haben wir noch offen. So, gucken wir mal auf die letzte Seite. Da haben wir es. Olymp in der Lichtwelt erklimmen haben wir 10 von 10. Olymp in der Schattenwelt erklimmen sind wir jetzt bei 6 von 10. 5-mal gleiches Symbol beim Hütchenspieler müssen wir noch schnell machen. Das sollten wir aber auch relativ rasch hinkriegen. Dann tiefe Taschen auf 50 Inventarplätze ausbauen. Beginn einer Legende, den ersten legendären Gegenstand finden haben wir auch. 10 legendäre Gegenstände im Album. Das Achievement haben wir eben gerade bekommen. Ich dachte, das wird nochmal irgendwie extra, jedes Achievement, was wir bekommen, hier angezeigt, aber anscheinend nicht. Dann haben wir hier dein alter Ego komplett ausrüsten, das kriegen wir noch schnell hin. Ein Attribut auf 100 Basispunkte steigern, dann auf 1000, auf 10.000. Auf 100.000 wäre noch ein cooles Achievement gewesen. Ja, da hätte man noch ein bisschen was vor sich gehabt, aber ja, gut, man kann nicht alles haben. So, wir rüsten mal schnell unseren Ego aus hier, dass wir... Ich habe nur Ringe. Ja, moin. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. Ja, dann machen wir mal hier. Das fehlt noch. Dann noch ein Handschuh. So. Warte mal. Ich kann es mir auch eigentlich einfacher machen. Momentchen. Was mache ich mir das hier so kompliziert? Das ist ja komplett lost hier an der Stelle. Wir wechseln einfach kurz das Equipment und dann ist gut. So. Jetzt haben wir eigentlich alles wieder eigentlich normal. Zack. Ja, warum? Ja, einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ja, okay. Zweite Garderobe haben wir hier am Start. Jetzt bin ich komplett nackig. So, ziehen wir das schnell wieder an. Haben wir das nächste Achievement freigeschaltet. So, und jetzt fehlt uns quasi nur noch das hier. Und das kriegen wir aber auch noch relativ schnell hin. Und dann sind wir mit den Achievements auch schon wieder durch, ja. Es war auf jeden Fall ein sehr kurzes Vergnügen, sag ich mal. Da haben wir jetzt nicht allzu lange was von gehabt. Allerdings von diesem Achievement, da werden wir noch lange was von haben. Da werden viele Spieler noch lange was von haben, bis wir das endlich, ja, erreicht haben. Bis dahin werden noch ein paar Jahre vergehen, denke ich mal, ne? Aber ja, mal schauen, wie lange das insgesamt noch dauern wird. Ja, ansonsten hier die Lucky Coins, die sehen jetzt auch anders aus, ne? Hier, die haben jetzt so ein ein grünes Kreuz mit und eine Silbermünze halt so als Hintergrund. Wurde auch ein bisschen optisch überarbeitet. Ansonsten, ja, ist es eigentlich relativ übersichtlich, sag ich mal, das Update. Das meiste wurde hier halt im Postfach gemacht, ne? So, eigentlich müssten... Ah ne, ich hatte mir den Dungeon-Kampf nicht gespeichert, sonst hätten wir den Dungeon-Kampf ja noch sehen müssen. Ja, ansonsten gucken wir nochmal durch, aber ich glaube, das war es soweit. Ich habe mir jetzt das genaue Update jetzt nicht ganz durchgelesen, also falls ich da was übersehen haben sollte, dann könnt ihr mich nochmal gerne darauf hinweisen. Aber die ganzen kleinen Bugfixes oder Changelogs, die habe ich mir jetzt nicht weiter durchgelesen, kurz überflogen. Ich hatte gelesen gehabt, dass jetzt in der Gilde die Inaktiven jetzt auch weiter, also jetzt ist es halt offiziell, das war ja mal lange Kuddelmuddel darum, wie das nun zählt, dass die Inaktiven jetzt nun weiter zu den Ritterhallenpunkten irgendwie zählen. Die gebannten Spieler oder die gebannten Spieler in der Gilde, da bleibt der Account ja noch drin, die allerdings nicht irgendwie. Also wer da Interesse hat, kann da nochmal genauer reinschauen, aber auf jeden Fall herrscht da jetzt Klarheit, was so die Ritterhallenpunkte angeht und die Inaktivität von den Leuten, weil da ja mal lange Zeit so war, alle die inaktiv sind, die zählen nicht mehr zur Ritterhalle, aber die Ritterhallenpunkte werden trotzdem nur angezeigt und so weiter etc. pp. Aber jetzt ist da endlich mal ein bisschen Klarheit auf jeden Fall eingekehrt. Ja, gut, ansonsten haben wir es soweit. Ich denke, ich habe euch alle neuen Sachen gezeigt. Wie gesagt, hier müssen wir halt noch abwarten, bis wir das bekommen. Ansonsten sind wir soweit durch mit den Achievements. Ne? Ich dachte, vielleicht werden die noch nach und nach angezeigt hier oder so aufgeploppt, weil das ist ja als erstes hier aufgeploppt. Das hatte ich euch ja gleich am Anfang gezeigt. Aber die ganzen anderen Sachen, die sind noch nicht aufgeploppt. Mal gucken, vielleicht werden sie noch aufploppen, vielleicht lassen sie es auch sein. Mal schauen. Ansonsten, war es das soweit von dem Video. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten war es das von mir. Und ich würde sagen,
vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habe ich eben schon gesagt. Haut rein und bis zum nächsten Mal.